Hallo zusammen und einen wunderschönen guten Morgen vom Gotthardpass. Ich bin gestern Abend hier angekommen und habe die Nacht hier in meinem Camper verbracht. Gotthardpass sagt den meisten von euch wahrscheinlich was. Es ist eine sehr bekannte Passstraße auf dem Weg nach Italien. Wer schon mal in Italien war, musste hier zwangsläufig drüber fahren. Beziehungsweise es gibt auch einen 18 Kilometer langen Tunnel, der die Alpen durchquert. Aber das wäre langweilig. Jo, der Hauptgrund, warum ich natürlich hier bin, ist der Windpark Gotthard, der hier gerade entsteht. Die Windkraftfans unter euch haben bestimmt schon davon gehört. Im Windblatt war natürlich auch ein Beitrag dazu, weil hier Enercon-Anlagen gebaut werden. Jo, der Windpark ist wieder ein echtes Highlight, spektakulärer Standort, wieder über 2000 Meter, hier direkt auf dem Fels, auch von der Logistik her sehr anspruchsvoll, so was Komponententransport hierher angeht, aber auch Wetterbedingungen. Hier ist oft schlechtes Wetter, sehr windig, Nebel, der Winter kommt hier früh. Das sind alles Herausforderungen. Jo, insgesamt werden hier 5 Enercon E92 gebaut. 3 Anlagen sind bereits fertig errichtet, eine befindet sich momentan im Bau und bei der 5. steht der Betonturm. Jo, hier sieht man die 3 bereits fertig errichteten Anlagen. Die 3. liegt etwas tiefer, die erkennt man jetzt nicht so gut. Da sieht man nur die Flügelspitzen rausgucken hinterm Fels. Die 4. Anlage befindet sich hier. Da steht der Betonturm. Allerdings sind schon die größten Hauptkomponenten angeliefert. Hier liegen Rotorblätter und ich glaube, das Maschinenhaus ist auch schon da. Bin mir nicht ganz sicher. Hier weiter links an der Straße liegen auch noch Komponenten. Da liegt ein Stahlsegment, sehr wahrscheinlich für den Betonturm. Und eine Narbe. Genau, und dann hier weiter links befindet sich die 5. Anlage, die sich gerade im Bau befindet. Das Maschinenhaus ist bereits montiert. Generator auch, so wie es ausschaut. Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass die heute was machen. Es ist nämlich sehr windig heute. Naja, mal abwarten. Vielleicht flaut der Wind etwas ab und dann vielleicht habe ich Glück und es wird doch noch was gemacht. So, ich stehe jetzt hier unterhalb von Anlage 4. Es ist echt ein Riesenkoloss. Richtig geile Anlage, die E92. Ja, die E92 hier sind ein bisschen größer als die ich am Griespass gefilmt habe. Die haben eine Nabenhöhe von 98 Metern, haben einen Hybridturm. Die am Griespass haben ja einen reinen Stahlturm. Und auch vom Design her sind die natürlich ein bisschen neuer hier. Die haben das Maschinenhaus, das hinten so ein bisschen abgeflacht ist. Finde ich aber cool. Krass, ey, also wie die hier direkt auf dem Fels gebaut wurde. Das erinnert mich so ein bisschen an Norwegen oder Schottland oder so. Da sieht man auch häufig Windparks, die halt auf den krassesten Standorten gebaut werden. Ich finde die Anlage auch vom Design her cool. Also hier in der Schweiz, die Anlagen scheinen ja
nur rote Spitzen zu haben und ansonsten komplett weiß, also keine rote Markierung am Turm oder am Maschinenhaus. Sind die Vorgaben hier wahrscheinlich ein bisschen entspannter. Finde ich aber richtig geil. Ja, es sind auch Arbeiter hier, die hier irgendwas machen. Die Anlagen sollen ja im November in Betrieb gehen. Also schätze ich mal, dass die parallel zum Aufbau der anderen Anlagen auch schon vielleicht mit der Inbetriebnahme beginnen. Ich meine, ich habe gelesen, dass die Anlagen, die fertig sind, auch schon mal in Probebetrieb gehen sollen im Oktober oder Ende September. Dann ja, werden die wahrscheinlich schon mal die Inbetriebnahme vorbereiten. So, hier nochmal ein sehr schöner Blick auf die Anlagen 1 und 3. Anlage 1 ist die rechte Anlage, die steht hier am niedrigsten im Windpark. Anlage 3 links davon. Da wird auch gearbeitet. Da hört man ein Poltern aus dem Turm, beziehungsweise Maschinenhaus. Wenn man genauer hinsieht, sieht man auch, dass aus dem Maschinenhaus ein Seil raushängt. Das heißt, die Anlage wird wahrscheinlich auch schon für den Probebetrieb vorbereitet. Hier rechts dann der Gotthardpass Richtung Norden, Richtung Andermatt. Da werde ich dann auf dem Rückweg vorbeifahren, beziehungsweise auf dem Weg nach Andermatt. Da will ich nämlich auch noch hin. Weiter rechts Anlage 1, Anlage 5, Entschuldigung. Anlage 4. Und dann noch weiter rechts der Turmstumpf von Anlage 5. Und weiter hinten Anlage 6. Ich habe den Verdacht, dass die heute noch die Nabe ziehen. Der Wind hat nämlich ein bisschen nachgelassen. Und die lassen auch gerade die Abdeckung runter, die vorher den Generator bedeckt hat. Also ich gehe mal stark davon aus, dass die Nabe heute noch gezogen wird. Das wäre echt ein Highlight. So, ich stehe jetzt unterhalb von der Anlage 5, wo nur der Betonturm steht. Die Anlagenkomponenten sind aber alle schon da. Hier sieht man nochmal schön die Rotorblätter in voller Länge. Ich finde die Rotorblätter von der E92 ja echt schick. Ganz anders als die von den anderen Anlagen. Wir haben auch hier nochmal diese Kanten. Sieht man sonst bei den anderen Anlagen auch nicht. Gut, jetzt bei der neuen EP5, wo die Rotorblätter von LM produziert werden, die haben auch so ähnliche Kanten. Hier sieht man nochmal schön die Zackenbänder. Ja, Maschinenhaus ist auch schon da. Hier ist es. Es ist allerdings noch zerteilt. Das ist jetzt der untere Teil, der auf den Turm drauf kommt. Und hier liegt, glaube ich, die Abdeckung der Nabe. Quasi die Spitze von der Nabe. So, hier sieht man nochmal schön die Baustelle von Anlage 5. Hier im Hintergrund Anlage 3 und Anlage 1. Hier hinten sieht man die obere Hälfte des Maschinenhauses. Security scheint auch da zu sein. Ja, die unterste Hälfte vom Maschinenhaus liegt hier hinten. Und auch die Abdeckung der Nabe, quasi die Spitze. Hier nochmal schön die Rotorblätter. Am Turm habe ich gesehen, steht auch noch WEC Magdeburg.
Das ist ja jetzt auch kein Zulieferer mehr von Enercon. Vielleicht haben sie die Teile für diese Anlage noch geliefert. Ja, was ich noch gelesen habe, die Teile wurden alle von Emden aus mit dem Schiff über den Rhein transportiert bis nach Basel, wurden dann da auf Tieflader umgeladen und dann hierher transportiert. Auch eine krasse logistische Herausforderung. Naja, immerhin ist die Infrastruktur eigentlich hier sehr gut. Straßen sind alle da. Gut, die Zuwegung hier musste man jetzt neu bauen. Aber jo, Stromversorgung ist auch gegeben. Hier sieht man ja die Stromleitung. Hier nochmal Anlage 4. Also von der Erschließung des Windparks würde ich mal sagen, ist nicht so ein krasser Aufwand, wie wenn man jetzt woanders einen neuen Windpark baut und eine komplette Kabeltrasse neu verlegen muss. So, ich komme jetzt echt punktgenau zum Nabenzug von Anlage 6. Ich war jetzt gerade eben noch bei Anlage 5 und jetzt innerhalb von 20 Minuten haben sie diese Nabe hier hochgezogen. Es ging echt super schnell. Sind jetzt gerade dabei, die Nabe einzufädeln in den Generator. Krass, ey. Hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht. Aber ich hatte schon den Verdacht, weil der Wind ein bisschen nachgelassen hat, ja, dass sie die heute noch ziehen. Also heute ist ja ein normaler Arbeitstag, warum sollen sie die nicht ziehen? Ja, das wäre ja geil, wenn sie heute vielleicht sogar noch ein Rotorblatt ziehen. Das wäre echt ein Highlight. Ja, die Rotorblätter für die Anlage liegen auch da. Hier unten liegt ein Rotorblatt. Und die anderen beiden Rotorblätter liegen hier oben. Geil, ey. Live dabei gewesen. Hammer. So, hier ist nochmal die Baustelle von vorne. Die Narbe ist soweit eingefädelt. Wir sind wahrscheinlich gerade dabei, die Narbe zu verschrauben. Hier sieht man auch die Seile, die zur Stabilisation benutzt werden. Ja, hier unten ist auch Personal, die die Narbe stabilisieren. Enercon ist natürlich auch vor Ort. Hier sieht man nochmal schön die zwei Rotorblätter. Ja, wäre echt geil, wenn sie noch ein Rotorblatt ziehen heute, aber ich bin mir nicht so sicher. Also die Rotorblätter sind ja nochmal anfälliger gegen Wind als die Narbe. Da muss es, glaube ich, echt windstill sein, damit sie die ziehen. Gut, bei der Narbe war ich mir jetzt auch unsicher, ob das heute noch klappt, aber anscheinend war es windstill genug, um sie zu ziehen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange das dauert, bis sie die verschraubt haben. Ob sie dann heute überhaupt nur ein Rotorblatt ziehen oder nicht. Da wäre ich gerne oben mal drin. Da hat man bestimmt einen super Ausblick auf die Alpen. Richtig geil. Hier sieht man den orangenen, diesen Ballastarm oder diese Vorrichtung, um die Narbe einzufädeln.
Hier hinten sieht man nochmal die anderen Anlagen. Hier ist die Anlage 3 hinterm Berg und die Anlage 1 hier drüben. Hier drüben sieht man dann nochmal den Eingang in den Gotthardpass, beziehungsweise Ausgang. Hier kam ich gestern raus. Und als ich um die Ecke kam, stand direkt die fette Anlage hier. Ist schon echt geil. Ja, ich werde jetzt mal Mittagspause machen und mal schauen, was noch so weiter passiert. Ich wollte nämlich heute auch eigentlich noch weiterfahren. Ja, jetzt fährt der andere Kran hier hoch. Was der wohl macht. Naja, ich werde mal abwarten, was passiert. Und genau, dann filme ich einfach nochmal, falls sie ein Rotorblatt ziehen. So, hier gibt es einen super coolen Informationscontainer zum Windpark von dem Betreiber. Gehen wir mal rein. So, wenn man hier reinkommt, gibt es erst ein paar technische Daten zur Anlage E92 und die verschiedenen Komponenten. Hier unten dann noch eine Grafik, also der Output in Kilowattstunden abhängig von der Windgeschwindigkeit. So, hier sieht man jetzt eine super coole Übersichtskarte mit den verschiedenen Anlagenstandorten sowie einem Zeitstrahl hier unten, wann welche Maßnahmen durchgeführt wurden. Und die verschiedenfarbigen Punkte stehen auch nochmal für verschiedene Maßnahmen, zum Beispiel Ausgleichsmaßnahmen, die jetzt im Zuge des Baus durchgeführt wurden oder noch durchgeführt werden. Ich stehe jetzt gerade oben, wo das rote I ist, im Infocontainer, direkt am Lago della Piazza. Ja, die Windräder stehen für die verschiedenen Anlagenstandorte. Haben wir Anlage 1, 3, 4, 5 und 6. Anlage 2, 7 und 8 fehlen. Das liegt daran, dass ursprünglich 8 Anlagen geplant waren, allerdings dann nur 5 genehmigt wurden, weil es da Bedenken von Seiten des Heimatschutzes gab, gerade wegen dieser Serpentinenstraße hier, die Tremula. Es ist ja einfach ein geschichtsträchtiger Ort und deshalb hatte man Bedenken, dass es das Landschaftsbild zu arg beeinträchtigen würde. Naja, immerhin werden 5 von 8 Anlagen gebaut. Gucken wir mal auf den Zeitstrahl. Also 2019 fanden die Tiefbauarbeiten statt und Verlegung von Fundamenten für Windkraftanlagen. 2020 geht es dann weiter mit der Montage. Und 2021 werden noch Maßnahmen zum Umweltausgleich durchgeführt. Genau, hier sieht man nochmal die verschiedenen Maßnahmen. Also dieses der lilane Punkt steht für Unterführungen für Amphibien. Hat man da durchgeführt. Der blaue Punkt steht für Bodensanierung. Der grüne Punkt für Abbau alter Bauwerke. Das war eben dann der Kompromiss, damit die Anlagen gebaut werden durften, dass man jetzt quasi alte Stromleitungen abbaut und die Kabel in den Boden verlegt. Genau, dafür steht der orangene Punkt. Unterirdische Verlegung von Stromkabeln. Was ich sehr cool finde, hier sind 2 Fußabdrücke auf dem Boden. Da stelle ich mich jetzt mal drauf. Und dann gibt es hier eine Fotomontage auf der Scheibe.
wo die Anlagenstandorte eingezeichnet sind. Quasi eine Fotomontage auf der Scheibe. Genau, jetzt kann man mal gucken, ob das so stimmt. 3 Anlagen stehen schon. Die 4. hier befindet sich im Bau. Sehr geile Idee. Hier nochmal ein geiler Screen, wo die Windgeschwindigkeiten in der ganzen Schweiz angezeigt werden, in unterschiedlichen Farben. Rechts sieht man die Skala. Ich verstehe jetzt nur nicht so ganz, was das jetzt für eine zeitliche Dimension hat. Ob es ein Tagesverlauf ist oder Monatsverlauf, Jahresverlauf. Weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall geile Idee. Und man sieht, da wo das blaue Kreuz ist, Passo del San Gottardo, da geht ordentlich Wind. So, hier nochmal ein Blick von oben auf die restlichen Komponenten für die Anlage 5. Hier vorne die Narbe. Kann man auch von oben ganz cool reinschauen. Hier sieht man so schön die Elektronik. Auch die Motorblätter zu verstellen. Die ist echt groß. Hier dann noch das Stahlturmsegment und hier hinten der Generator. Der kommt einem jetzt gar nicht so groß vor. Also wenn ich den jetzt mit dem Generator von der von der E138 vergleiche, ist der relativ klein. Aber ist auch nochmal eine ganz andere Kategorie, das ist klar. Hier dann die Anlage 5 nochmal, zu der die Komponenten gehören. Hier hat man nochmal einen schönen Überblick. Anlage 3, Anlage 1 hier hinten im Tal, Anlage 4 direkt hier am See. Jo, hier sieht man nochmal, wie es hier so aussieht auf dem Gotthard. Ziemlich touristisch. Viele Leute, die mit ihren dicken Autos rumprotzen. Jo, bei der Anlage 6, wo sie vorhin die Narbe gehoben haben, ist jetzt nichts weiter passiert. Der Kran hat sich mittlerweile gelöst. Ich habe auch gesehen, dass sie einen Ballastarm hingefahren haben, um die Narbe zu drehen. Vielleicht nehmen sie dann heute doch noch ein Rotorblatt. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Aber ich muss mich jetzt mal langsam wieder auf den Weg machen. So eine kleine Fahrt von mir zum nächsten Halt. Ja, war auf jeden Fall geil. Ich würde echt gern wiederkommen und sehen, wenn die Anlagen am Netz sind. Dieses Jahr wahrscheinlich nicht. Wer weiß. Ansonsten halt im nächsten Jahr. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Genau, schreibt gerne Kommentare und so weiter. Ich würde mich freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Lasst es euch gut gehen und bis bald.